Ich habe meine Ersatzteile dabei. Ja, das ist doch super. Hi, Kevin. Hast du keinen anderen Platz gefunden oder was? Besseren haben wir nicht gefunden. Ich wollte jetzt nicht als Süden fahren. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute keine Technik, heute Reisen. Wo sind wir gerade? In Marokko. Das ist gut gesagt. Hat er sich jetzt einfach gemacht. Also wir sind in Marokko, unterhalb vom Atlasgebirge auf dem Weg in die Westsahara. Aber wo waren wir? Wir waren in Aras de los Olmos. Das ist deine Fahrt, ja. Haben wir vorher ausgemacht. Wir sind in Aras losgefahren, wir sind recht spät losgekommen, wegen dem Hallgeber. Aber ihr müsst mir recht geben, keiner fährt mit dem letzten Ersatzteil los. Deswegen haben wir gewartet. Warum mussten wir so lange warten? Valencia, Hochwassergebiet. Wir haben keine Zahlen, man redet von 5000 Autos, die weg sind und 1000 Personen, die fehlen. Aber wir können das nicht definieren. Wir wissen bloß, als wir 2 Wochen nach dem ganzen Chaos durchgefahren sind, haben die immer noch mit Radladern Autos entfernt. Ja. Und dann war mir auch klar, warum mein Paket so lange gebraucht hat. Wir sind dann mit Moose losgereist. Genau. Und einen Rallye-Reifen. Richtig. Und mit denen sind wir ungefähr 1500 Kilometer gefahren mit dem Hinterreifen. Dann hat es dein Reifen zerrissen. Und warum fahren wir Autobahn? Weil wir dumm sind? Nein, wir haben ein Zeitproblem. Wir sind einfach 5 Tage hinter der Zeit. 5 Tage bei 4 Wochen, das könnt ihr euch selber ausrechnen. Ne? Genau. Ja, dann auf der Autobahn schnell das Moose gewechselt, also gegen einen Schlauch getauscht. Mein Reifen war geplatzt, ich habe den Sparebart-Hinterreifen. Sind wir weitergefahren nach Fes. Genau, zum Nitro. Genau. Kali Richtig. Nitro. Ja. 110.000 Follower. Unser Anlaufpunkt für den Abend. Der hat uns geholfen, einen Jörgsan-Reifen zu wechseln, um uns auf die Tour vorzubereiten. Fes ist absolut riesig. Ja, das ist schon groß. Und wir haben das Moose bei mir nicht vorbehaltlich gewechselt, sondern es war tatsächlich auch schon am Arsch. Es hat nur noch, das war nur eine Frage der Zeit, bis mein Reifen auch zerreißt. Also es war schon zur Hälfte durchgebrannt. Oh ja, warum fahren wir eigentlich mit Moose? Wenn wir jetzt hier alle Rallye-Etappen gefahren hätten, ne? Wie geplant, und planen kann man hier nichts, dann wäre das optimal gewesen. Ja. Und wir sind jetzt, mein Tacho geht nichts mehr, 4000 Kilometer haben wir drauf. 4, 5 haben wir schon drauf. Also haben wir richtig viel auf dem vorderen Moose gefahren auch. Ja. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist immer noch drin und wir wechseln es immer noch nicht. Und es hat uns einen Arsch gerettet auf diesen Steinen. Auf jeden Fall. So, weg vom Moose, zurück zum Urlaub. Aus Fes raus Richtung Erkschebi. Ja. Jörg hat immer auf den Sand gewartet, weil jeder hat irgendwie das Gefühl, dass Marokko eine Wüste ist. Genau. Und es ist eine Wüste, aber eine Steinwüste. Ne? Richtig, also wir sind erst mal 300-400 Kilometer gefahren bis Erkschebi und dann war plötzlich Sand da. Ja, einfach so ein großer Sandkasten. Genau. Der Tom und der Mario, Tom Posset und der Mario, keine Ahnung, was der für Seite hat, die haben uns gescoutet und die haben gesagt, ihr fahrt erst mal einmal um den Erg rum. Genau. Warum? Damit wir auch wissen, was uns zukommt. Und am Anfang hat er ziemlich gemeckert mit mir. Ja, da war ich stinkesauer. Liegt aber auch daran, mit dem Moped bin ich nicht so klargekommen. Im tiefen Sand war gar nicht so einfach, aber wenn man so nach außen hat, einen Dreh, dann läuft das Ding wie auf Schienen. Ich habe dann versucht, die Challenge von 2004 zu schlagen. Da war ich oben auf dem Erg. Ich glaube 7 Versuche oder sowas. Es hat einfach nicht hingehaut. Ich wollte den Motor nicht platt fahren, das wäre sinnlos gewesen, absolut sinnlos. Aber ich bin ziemlich weit oben, habe schöne Bilder davon, da blende ich auch was ein. Hat echt Spaß gemacht. Dann haben wir uns nochmal 30 Kilometer durch den tiefen Sand über Dünen gekämpft. Genau, und da hast auch du geschwitzt, ja. Nicht nur ich. Meine Schuhe, meinen Schlauch verloren. Oh ja, aber das war vorher, das war auf der Schotterpiste. Nee, das war raus aus dem Erg. Raus aus dem Erg, genau. Ja, ja. Aber das war auf der langen Piste wahrscheinlich. Ist ja wurscht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kostet der Schlauch 70 € da unten, nur dass ihr das wisst. Zeig mal der Kundschaft, was du für Schuhe jetzt hast. Also richtig schöne gelbe. Ey, in Schuhgröße 50, ne? Genau. 50. Ja, also die Crocs, die sind jetzt irgendwo, irgend so Araber, da läuft jetzt ein Berber. Der Berber reitet auf seinem Dromedar damit. Und schwarze Crocs, Größe 50. Vom Erkschebi aus ging es zum Erkschegaga. Die Piste, die hat es in sich gehabt. Alter Schwede. Auch die eigentliche Route, die wir gekriegt haben, die gibt es nichts mehr. Die ist unter Wasser, das hat es weggeschwemmt. Auch hier waren starke Regenfälle. Und wir mussten dann über so einen Berg drüber climben. Unten hinten ist es dann meistens nicht so flach, wie es vorne aufgeht. Ja,
da ein cooles Basecamp, muss ich sagen. Das war echt super, ne? Das war super, das war klasse. Ja. Ich habe nachts ein Video für euch da draußen geschnitten, für unseren Shorts-Kanal. Bloß der Penner, Entschuldigung, ich hoffe, der versteht's nicht, der hat die ganze Zeit Fußball angeschaut und hat mir das Netz geklaut. Und er wollte nicht ins Bett, weil für ihn war das einfach Anstand, dass er neben mir sitzen bleibt. Von dort aus haben wir uns dann durch so eine Steinwüste durchgekämpft mit so großen Kollern. Richtig. Und da war das, wo wir die Side-by-Side überholt haben mit den Franzosen. Ne? Entschuldigung, das sind Franzosen unter uns. Da ist so ein kleiner Junge, ich sag mal 16, ne? Mit seiner 125er liegen geblieben. Und weiß der Herr, inshallah, wie lange der schon geschoben hat. Und ich halte diese Franzosengruppe an mit 9 oder 10 Side-by-Side. Alle haben einen Spritkanister dabei und die haben Benzin. Und frage, ob die dem helfen würden. Haben die echt nur geschimpft über diesen armen Bengel? Ja. Wir haben dann den Benzinhahn runtergezogen, haben unsere Flaschen genommen, haben mit der Flaschen den Tank befüllt, dass der Bub weiterfahren kann. Vielleicht ist der gerade von seiner Freundin gekommen oder war da draußen bei seiner Viehheide. Überlegt euch das mal, ne? Ja, dann ging es weiter. Hamid, da habe ich dann auch die Route erklärt, kriegt an der Karte, blenden wir hier mit ein. Ganz netter Typ, sind jetzt connected in Facebook, also Best Buddies. Jo, von hier aus durch die Wüste durch, in der Stadt, nächsten Stadt, mussten wir den Totalschaden vom Jörg, nee, kann man nicht, das geht gar nicht, den zu bereinigen. Wir haben den Schaden am Motorrad beseitigt, sowas. Ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Wir haben ja die Franzosen wieder vor uns gehabt dann, wo wir beim M. Hamid weggefahren sind. Und da haben wir beide doch brutal viel Gas gegeben, also 70, 80 sind wir da gefahren und wir wollten einfach aus der Staubwolke raus. Ja, Manuel ist rechts abgebogen, bei mir war nichts mehr mit abbiegen, weil ich gar nichts mehr gesehen habe und ich bin mit 60, 70 in so eine Dunstwolke rein und dann voll in Tiefsand und dann bin ich übers Moped drüber weggeflogen. Aber da waren die Franzosen so lieb, die haben mir aufgeholfen, haben das Motorrad aufgehoben. Gott sei Dank bei mir alles ganz, bloß mein Mädel, das hat einen starken Schaden an der Verkleidung mitgenommen. Ja, Garmin ist weggeflogen, war kaputt. Ja. Ein paar Schalterlich gehen nichts mehr vom KBI, wobei der hat es überlebt obendrauf, ja, wundert genau, mich. Ne? KBI hat überlebt. Ja, also konnte man beseitigt. Bei mir hat es die Batterie zusammengerumpelt. Diese ganzen ständigen Schläge, nagelneu. Und das ist eine Untermarke von Yuasa und die Batterie kostet richtig Asche. Also ich habe keinen billigen Scheiß verbaut. Aber das leidet hier. Daraufhin haben wir gesagt, okay, nach der Übernachtung müssen wir auf die Straße ausweichen. Und das sind wir heute einen Tag lang Straße gefahren. Und es wird nicht langweilig, muss ich euch sagen. Nee. Wir hatten die ganze Zeit im Off keine Zeit, uns mal die Gegend anzuschauen. Ja, absolut nicht. Du bist die ganze Zeit konzentriert, nach vorne gucken, was jetzt kommt. Das sind Löcher, da passt das ganze Moped rein. Wenn da einmal das schläfst und nicht nach vorne guckst, bist du weg. Ich habe das in der Dakar früher mal angeschaut, wie die sich überschlagen haben und das gibt es halt echt wirklich. Ne? Das kann dir dann auch passieren. Als wir den Salzsee überquert haben, hatten die sogar ganze LKW-Reifen reingestellt, dass man die Löcher sieht. Ja, dann Straße weiter. Hier haben wir den jungen Kevin getroffen auf diesem Zeltplatz. Der ist uns auch empfohlen worden von Mario. Und der hat dann sein Sperrbad, das wir nur 3 Wochen spazieren gefahren haben. Versucht er so Zeug, ne? Das ist Seife. Wir haben das nur 3 Wochen rumgefahren. War aber noch ganz, ne? Ist noch ganz. Ja. Wird auch eingeblendet, haben wir abgeliefert. Ja. Wir haben noch 2 Wochen. Und wir wollen in einer Woche in der Dakar sein. Und es haben ganz viele gesagt, wir schaffen es nicht. Wir glauben noch dran. Ja, auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald. Euer Manuel Schad von SWT Sports. Und der kleine Jörg. Ciao. Ciao.